Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und ich habe gerade meine Live gestartet. Also Live ist das hier, diese Live, das habe ich jetzt gestartet und auf den großen Bildschirm gelegt. Und ja, warum habe ich das gemacht? Ich möchte erstmal wieder eine Aufnahme machen und dann möchte ich mich hier weiter vertraut machen. Also hier habe ich die Kodierungstyp. Die kenne ich also zwischen AVC, das ist X264, und HEVC, das ist H265 unterscheiden. Das soll wohl günstiger sein. Dann haben wir die Aufnahme-FPS, also das heißt, dass der Ton, wie der Ton aufgenommen werden kann, bei 192. Ja, und diese Software, die Live, die bekomme ich also, wenn ich eine Grafikkarte kaufe. Ich habe ja vor einigen Wochen eine neue Grafikkarte gekauft, eine gebrauchte, eine RX 460 von AMD. Da habe ich, glaube ich, 80, 90 Euro für bezahlt. Aber, und dazu gehörte dieses Treiberpaket, das nennt sich Adrenalin. Und in diesem Adrenalin ist also diese Live drin. Und das Live bedeutet, dass ich damit so Aufzeichnungen machen wie diese gerade jetzt. Dazu brauche ich dann quasi nur zwei Tasten zu drücken, nämlich Shift und Control und dann R dazu. Wo haben wir das hier irgendwo? Moment, das war hier auch. Ich kenne mich noch nicht so gut aus hier damit. Von der, da sind wir, glaube ich, genau da. Aufzeichnung, Hotkey umschalten. Also wenn ich das hier drücke, Ctrl, Shift und R, dann erscheint dieses Bild hier, also mein Bild, und dann wird mein Desktop aufgenommen. Den Desktop kann ich natürlich auch ausschalten, dann habe ich nur einen schwarzen Hintergrund und dann kann ich auch keine Kamera sehen. Ja, also so viel mal als Hintergrund. Dann habe ich hier ein Mikrofon, das wird aufgezeichnet. Dann kann ich hier, ja, Momentum. Also Live ist ein, ich kann jetzt auch Live wieder ausschalten, ich gehe wieder auf Aufnahme. Das ist meine Aufnahme. Die maximale Aufzeichnung liegt bei 30 Mbps. Aufnahmeauflösung 1080, also in Full HD. Habe ich schon noch andere Alternativen? Ja. Ich kann das auch in 360 aufnehmen oder in 740 oder in Z4 1440 oder in 2160, also in 4K. Kann man also auch aufnehmen. Also was passiert, wenn ich jetzt dieses Bild in 4K aufnehme, dann wird das wahrscheinlich ja wie sagt man, hochgezoomt. Das heißt, ja, was haben wir hier? Separate Mikrofonspur. Okay. Ja, der Hintergrund ist eigentlich, dass ich, ja, also das war immer die Einleitung dazu. Jetzt machen wir den wieder klein und jetzt machen wir den weg. Und jetzt holen wir den und dann machen wir den groß. Das ist also Vegas Pro, mein Schnittprogramm. Vegas Pro 14, das habe ich vor 2, 3 Monaten gekauft. Kenne ich mich auch noch nicht so gut mit aus. Muss ich mich auch erstmal einarbeiten. Ja, was ist denn Vegas Pro besonders? Ja, besonders finde ich, dass man damit sehr ganz genau quasi bis auf das einzelne Bild herunterskalieren kann. Also nehmen wir mal ein Video und haben wir denn hier welche? Da haben wir die App und dann nehmen wir mal hier den Movie Quickstar, das ist von heute sogar, genau.
Möchten Sie die Videoeinstellungen anpassen? Ja, möchte ich. Und dann möchte ich die zweite, die möchte ich auch noch dahinter setzen. So, jetzt habe ich also einen ganzen und den. Jetzt habe ich also eine Videospur hier unten. Und jetzt können wir hier irgendwie die Voreinstellung machen. Ändern. Ja, also momentan, das Video hat eine Länge von 5 Minuten und meine Renderzeit hat den Faktor 7. Also bis der Film fertig gerendert ist, braucht er also 35, 40 Minuten ungefähr. Ich lege oben noch was drauf. Und jetzt versuche ich schon seit einiger Zeit herauszufinden, wie ich das jetzt hier beschleunigen kann. Also Video zum Beispiel, da habe ich die Möglichkeit, die GPU-Beschleunigung der Videobearbeitung und da wird auch mein Device angezeigt. Nämlich die Buffin, so heißt der Chip, glaube ich, hier. Und ja, dann habe ich über allgemein, habe ich auch eine Position. Also erlaube Legacy CPU Rendering, das habe ich heute Morgen eingeschaltet, hat aber jetzt hier auch keine Auswirkungen. Also Auswirkungen in dem Sinne, dass ich sehe, dass ich also bei Windows sehe, meine RX 460 wird zum Rendern mit benutzt. Das war bisher nicht der Fall. Aber ich sag mal, unabhängig davon, ob die jetzt mit benutzt wird oder nicht, dauert das trotzdem Ewigkeiten. Also die Mitbenutzung ist jetzt noch keine Garantie dafür, dass das schneller geht. Ich weiß nicht, wie die hier das gemacht haben, um das hier zu integrieren, aber es funktioniert nicht, es funzt nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Jetzt möchte ich mal den, sagen wir mal, das ist der Renderknopf da. Da habe ich die Eigenschaften des Projektes jetzt. Steht hier irgendwo was von ändern? Also Video brauchen wir schon. Teleskopische 3D brauchen wir nicht. Ich weiß nicht mal, was das ist. Quellmedien gemäß Projekt oder Rendereinstellungen optimal anpassen. Ja, macht er doch. Aber wird auch nicht schneller. Renderqualität habe ich schon auf gut. Also die steht nicht auf optimal, sondern Bewegung unscharfe Typ nach raus. Feldermischung. Ja. Also hier steht nichts von der GPU. Vorlage speichern. Okay, wenn wir jetzt mal versuchen da ist der Renderknopf. Wenn ich jetzt rendere, dann bekomme ich diese Seite und da kann ich die Vorlage anpassen. Steht da bei der Vorlage irgendwas?
Eine fremdgeräumte NTS Halbbilder, keine. Tja, hier steht nichts von. Da ist auch Test-GPU, genau das suchte ich. Und da möchte ich jetzt mal den Test machen, was passiert dann. OpenGL ist verfügbar. Ja, und weiter. Heißt das, dass die auch benutzt wird, oder? Ja. Ich weiß, dass sie verfügbar ist, aber dann brauche ich nochmal zurück hier bei den Präferenzen. Dann waren wir hier vorhin bei allgemein. Und erlaube legales GPU-Rendering. Rendern ohne Neukomprimierung aktivieren. Hatte ich die nicht gerade ausgeschaltet? Okay. Ja. Okay, Video hatten wir. Da ist die Buffer. Okay. Jetzt machen wir mal Schritt Nummer 2. Jetzt werden wir das mal rendern. Und den möchte ich dann erstmal klein machen. Dann rendern wir den jetzt. Und Test rendern, das breche ich gleich wieder ab. Ich habe die Datei schon gemacht. Also erstmal brauche ich einen Namen, Test 1 und 2. Dann nicht. Test 23, okay. Renderoptionen. Nur Loop-Regionen ändern. Das soll alles ändern. Ja. Okay, das wird er also jetzt ändern. Und dann auf den Dokumenten da oben eintragen. So, jetzt ändert er. Jetzt sehen wir also da oben die Zeit, die verbleibende Zeit und die verstrichene Zeit. Und im Allgemeinen ist es so, wenn ich jetzt den Taskmanager aufrufe, dann sollte ich auf dem Taskmanager sehen, dass sich da was tut. Hier also auf Leistung da oben. Oh, da haben wir also ein Video-Encode. Das ist neu, der war gestern noch nicht da. Jetzt geht der. Wieso geht der jetzt und vorher ging der nicht, oder? Ich habe jetzt also bei 23% Auslastung. Das ging aber vorhin nicht. Da hatte ich nur 1 bis 2%. Wieso geht das jetzt und vorher nicht? Also meine CPU ist immer noch ausgelastet, 100%. Wenn ich jetzt den Ressourcenmonitor mal öffne, dann haben wir dann Speichern, dann können wir hier sehen, dass wir die verschiedenen Prozessoren haben, CPU 1, CPU 2 und 4. Mein Prozessor hat 4 Prozessoren, 4 logische Prozessoren von CPU 0 bis CPU 3 oder 4. Und da sind die also alle. Okay, mein Arbeitsspeicher. Zum Beispiel mein Arbeitsspeicher Monitor. Meinen Arbeitsspeicher habe ich verfügbar 12 Stück. Ja. Das ist also der Datenträger. Und
60 Sekunden. Was sind das da für Ansichten? Mittel, groß, klein? Ist die Auslastung oder wie? Also das heißt, ich habe jetzt die SSD und die arbeitet also hier ordentlich. Jetzt hat mir gestern einer erzählt, wenn ich ja diese neuen SSD kaufe, diese ganz schmalen Riegel da, die sollen ja viel schneller sein. Die sollen ja 5, 6 Mal schneller sein als meine Karte. Und das würde man auch bemerken. Andere sind wieder der Meinung, das bemerkt man nicht. Der Geschwindigkeitsunterschied war nicht bemerkbar. Okay, machen wir den wieder aus mal. Und jetzt sind wir also wieder hier beim Taskmanager auf der Hauptseite. Ich hatte gerade diese aufgerufen. Und ja, also hier haben wir den Videoencode, hier haben wir den Decode. Ja, also das heißt, der kann natürlich auch von dem hier kommen. Hier, ich nehme jetzt gerade mit der Live auf, da kann natürlich auch der Decode herkommen. Und da wird er auch herkommen. Weil das heißt, momentan hat das Gerät hier zwei Sachen zu bewältigen. Einmal meine Aufgabe in der Live und dann das da oben, das umzuwandeln, dieses Video. Das halte ich jetzt mal an und dann schauen wir nochmal unten rein, ob sich dadurch jetzt da oben irgendwas verändert. Nein. Also ich habe den jetzt da oben angehalten, aber der rendert also nicht und hier ist auch nichts zu sehen. Also hier ist nur zu sehen, diese Aufnahme, die jetzt momentan gerendert wird mit der HIV, wie wir das vorhin eingestellt hatten. Ja, gut. Weiter. Im Unterschied zum Beispiel könnte man mal das Gegenbeispiel nehmen, wenn ich den Movie Maker nehme, da, der unterstützt die RX460, das ist überhaupt mein Lieblingsprogramm und das ist das schnellste Programm, das ich habe, der Movie Maker. Und wenn ich da jetzt hier was reinrufe, also man könnte sagen, momentan, wie es sieht, es ja da jetzt aus. Also 25% momentan und die kommen von ihm hier, vom Relive, von der A-Live, vom A-Live. Ich sollte auch vielleicht mal lernen, im Alter das noch richtig auszusprechen. Jetzt werde ich das mal da ranziehen, wie die Datei, die ich gerade hatte. So. Die kennt ihr schon. Die kennt ihr schon. Brauche ich eine andere. Nehmen wir diese mal. Kennt ihr auch. Ja, hat ihr die alle gespeichert oder wie? Sieht so aus, ja? Weil normalerweise braucht er erstmal eine gewisse Zeit, um den Ton reinzuholen und in dieser Zeit findet also auch schon was statt, eine Renderzeit statt. Wenn ich jetzt mal hier rendere, also jetzt nimmt der mir noch hier von der Live auf und wenn ich jetzt rendere, Film rendern, YouTube auf Full HD,
Machen wir den mal. So, jetzt fängt er also zu rendern und wird er abgespeichert. Jetzt sieht man also hier unten, dass er beim Dekodieren hier was zu tun hat. Die Auslastung liegt immer noch bei 24%, aber wir haben jetzt auch bei dem Dekodieren was anzuzeigen. Und das ist jetzt das, was von da oben kommt. Der hat natürlich nicht mehr viel Power, weil die Relive hier, der braucht alles auf. Dafür ist mein Prozessor zu schwach. Okay, halten wir das mal wieder an. Ja, trotzdem, okay. Und man sieht hier unten, beim Dekodieren ist gleich Schluss. Ja, okay. Jetzt möchte ich nochmal ausprobieren, wie das eigentlich ist, wenn ich den Monitor ausschalte. Man kann auch den Monitor ausschalten und dann, was nimmt er dann auf? Aufnahmen, separat, Kodierungstyp, Aufnahme, FPS, Aufnahmeprofil, Benutzer definiert. Ja. Was ist eigentlich, wenn ich den mal umschalte auf AVC? Wird dann unten irgendwie anders aufgenommen oder macht der jetzt mal so weiter wie bisher oder Momentum? Macht er jetzt mal weiter. Ja. Ja, okay. Was ist hier bei Szene? Was kann ich denn damit machen? Da habe ich einen erweiterten Modus. Der ist also deaktiviert, wenn ich den aktiviere. Also das ist jetzt schon der erweiterte Modus bei der Szene. Da kann ich einen Timer anzeigen. Ja, ich sehe keinen Timer. Ach, da oben ist der Timer. Da oben ist der Timer. Da. Ist ja witzig. Ich habe mich schon gefragt, was das soll. Das ist der Timer und da kann ich dann auch das Mikrofon anzeigen. Timer anzeigen. Also momentan habe ich einen Timer, also 23 Minuten. Heißt das, dass jetzt live, dass die Aufnahme schon 23 Minuten läuft? Dann haben wir Systeminformationen, Speicherort, untere rechte Ecke. Obere rechte Ecke. Kamera benutzen, Kamera. Haben wir Benutzer definiert. Breite der Browserquelle. 640. Kameragröße. Was ist, wenn ich die groß mache? Ah, das habe ich gesucht. Das habe ich gesucht und jetzt möchte ich die Benutzerdefinition. Geht aber im Moment nicht.
Kameraposition wollte ich haben. Da wollte ich die benutzerdefinierte Stelle haben, aber geht im Moment nicht. Machen wir das mal anders. Jetzt vielleicht. Und bin ich jetzt lauter oder leiser? Jetzt drücke ich mal auf die Lautstärke hier. Müssen wir nachher in der Wiederholung sehen. Jetzt sollte die Lautstärke ganz laut sein bei 79. Und dadurch bin ich dann vielleicht auch besser zu verstehen. Werden wir gleich ausprobieren. Und dann können wir den zurückmachen. Das waren also die Einstellungen, Desktop-Aufzeichnungen, Kamera, Bildschirmanzeigen, ja, wollte ich machen. Benutzer definiert, also ja, genau. So, genau, Benutzer definiert. Dann können wir den vielleicht wieder ein bisschen runterziehen, damit der hier nicht genauso, der soll ja nicht stören. Ja, gut, dann haben wir das jetzt also rausgefunden, wie ich die Kamera größer machen kann. Kameraopazität, was ist das denn? 10%. Kameraopazität, die Durchsichtigkeit, also, dass der Bildschirm dann quasi, dass der so ganz schwach drüber liegt, sodass man den Inhalt dann noch sehen kann. Opazität, ja, gut. Opazität 100 heißt dann, dass ist die Opazität, ja. Gut, Kameraposition bereits der Browserquelle sagt mir im Moment nichts. Browser ist klar, aber da kann ich auch nichts einstellen, oder ja, nur per Hand. Also das heißt, wenn ich per Online irgendwie ein Spiel mache, also Kameragröße, Systeminformationen, wo haben wir die denn? Systeminformationen anzeigen. Was sind denn Systeminformationen? Der gruppiert die legt sich um. Ich sehe nicht, dass jetzt hier irgendwelche Systeminformationen angezeigt werden. Kameraposition, Kameraanzeigen. Kameraopazität. Okay. Timer haben wir angezeigt. Kamera auf Bildschirm anzeigen. Wenn ich den ausmache, bin ich weg. Das ist klar. Dann können wir die Kameraposition verändern, ja. Browserquelle anzeigen. Ja. Benutzerdefinierte Überlagerung anzeigen. Wir hatten wir doch gerade mit der Opazität, oder nicht? Da.
Scheint doch was anderes zu machen. Was ist das? Kameraanzeigen hatten wir schon. Also jetzt haben wir nur noch 6. Und dann ist der oben aus und hier bei der Aufnahme habe ich jetzt hier Mikrofonspur, Aufnahmeprofil, Autokanäle, Aufnahme FPS 30 oder 60, sofortige Wiedergabe brauchen wir nicht. Jetzt bin ich also bei Audio AVC, Aufnahmeauflösung, ja. Okay Leute, das war's jetzt erstmal. Ich stoppe jetzt mal die Aufzeichnung. Wie mache ich das? Ctrl, Shift und dann